Ich bin von Katzenstein und in diesem Video zeige ich euch, wie ich meine gotische Rüstung anlege. Ich erkläre dabei die einzelnen Teile und wie sie angezogen werden. Bei der gotischen Rüstung werden als allererstes die Beinpanzer angezogen. Um diese zu befestigen, ziehe ich den sogenannten Rüstgürtel an, den man auch Lendenier nennt. Alternativ gab es früher auch die Möglichkeit, ein Rüstwams zu tragen. Daran konnten dann die Beinpanzer an Schnüre festgebunden werden. Das Anlegen der Beinpanzerung dauert bei der ganzen Rüstung grundsätzlich am längsten. Das ist auch ein Grund, warum die Beinpanzer früher in manchen Fällen auch weggelassen wurden. Der Rüstgürtel ist ein gepolstertes und sehr dickes Kleidungsstück, was mit Nestelschnüren ausgestattet ist. Die Nestelschnüre sind lange Schnüre, an denen kleine Metallspitzen angebracht sind. Die Metallspitzen mit den Schnüren werden dann durch Löcher an der Rüstung durchgeschnürt und dann festgeknotet. Nachdem der Rüstgürtel am Körper sitzt, können wir mit dem eigentlichen Beinzeug anfangen. Für gewöhnlich sollte man mit den sogenannten Sabatons anfangen. Das sind die gepanzerten Schuhe zum Schutz der Füße. Wie auf dem Bild hier zu sehen, kann man beim gotischen Harnisch auch lange Spitzen an die Sabatons anbringen. Das hat in der Schlacht für einen Ritter, der auf einem Pferd sitzt, den Effekt, dass er nicht aus dem Steigbügel rausrutscht. Bei Fußkämpfern im Feld wurde auf die Sabatons jedoch häufig verzichtet, um mehr Bewegungsfreiheit zu haben und Gewicht zu sparen. Genau das mache ich jetzt hier auch, weswegen ich zuerst die Beinpanzer für die Waden und Schienbeine anziehe. Die unteren Beinpanzer sollten möglichst nah und perfekt an den Waden sitzen. Damit rutschen sie nicht nach unten und können das Beinzeug gut halten. Die Wadenpanzerung hier wird mit den Riemen und Schnallen ganz einfach geschlossen. Nachdem wir die untere Panzerung endlich an unsere Beine gebracht haben, können wir nun die obere Panzerung anlegen. Diese besteht aus mehreren Geschüben, damit vor allen Dingen das Knie beweglich bleibt. Die beiden Rüstungsteile werden durch einen Pin zusammengehalten, der sich am Schienbein befindet. Das obere Teil besitzt ein Loch, wo der Pin durchgesteckt wird, sodass die beiden Teile gut zusammenhalten. Nachdem am oberen Teil dann alle Riemen geschlossen wurden, kann das Beinzeug am Lendenier festgenestelt werden. Ich benutze hier 2 Nestelschnüre, die bei jeweils einem Lochpaar durchgenestelt werden. Nachdem dann alle Riemen und Nesteln geschlossen wurden, sitzt das Beinzeug sehr eng an unserem Körper und wir können endlich weitergehen zum nächsten Teil. Das nächste Teil, was ich dann anziehe, ist das sogenannte Rüstwams. An diesem werden dann nachher die Arme sowie auch die Schultern angebracht. An diesem Rüstwams ist es zum zusätzlichen Schutz noch ein Ringpanzer angebracht. Dieser schützt nachher die Stellen an der Rüstung, die offen sind, wie zum Beispiel die Achseln und die Ellenbogenbeugen. Das Rüstwams, was ich hier jetzt trage, ist nicht vollständig historisch akkurat. Es ist etwas zu arg gepolstert für die damaligen Rüstwämser. Diese waren in der Regel aus mehreren Schichten Leinen und etwas dünner. Zudem wurden die Rüstwämser nicht mit Schnallen, sondern mit einem langen Faden, ähnlich wie eine Nestelschnur, geschlossen. Als nächstes ziehe ich einen weiteren Ringpanzer an. Hierbei handelt es sich um eine Art Rock, der zum Schutz des Gesäßes und des Schrittes gedacht ist. Historisch gab es auch die Möglichkeit, eine Art Unterhose aus diesen Ringen zu tragen. Diese hat den Vorteil, dass sie sehr viel enger am Körper ansitzt. Wie man jetzt schon sehen kann, gibt es eine Schwachstelle an der Rüstung, die hinteren Beine sowie auch der Schritt. Doch diese Körperteile vollständig zu schützen, ist beinahe unmöglich. Der letzte Schutz aus Panzerringen ist für den Hals. Auf diesen Kragen hat man früher sehr ungern verzichtet. Wenn eine Klinge blöd an der Rüstung abgleitet und in den Hals trifft, ist der Kampf sehr schnell vorbei.
Als nächstes legen wir einen der wichtigsten Teile der gotischen Rüstung an, der Kyros. Dieser besteht aus einer Brustplatte mit vielen Linien, einer Rückenplatte und Beintaschen, die den Übergang von Kyros und Beinzeug schützen sollen. Die Linien an der Brustplatte sorgen dafür, dass eine Klinge, die darauf trifft, zur Seite abgleitet. Der Kyros wird mit einem ganz einfachen Gurt geschlossen und sitzt damit eng am Körper. Das Gewicht des Kyros liegt dann auf der Hüfte, sodass die Schultern nicht so arg belastet werden. Nachdem unsere Brust und der Rücken gut geschützt ist, kommt das Armzeug. Bei diesen Rüstungsteilen ist es beinahe unmöglich, sich selbst anzulegen. Meistens wird dafür Hilfe benötigt. Wie auch die Beine wird das Armzeug mit Nesteln am Rüstrams festgemacht. Der Schutz durch die Unterarme wird geschlossen und wird durch Pins festgehalten. Bei manchen Rüstungsteilen wird es auch durch Riemen geschlossen. Auch das Armzeug bietet durch seine großen Ellenbogenkacheln die Funktion, dass andere Klingen darin festgehalten werden. Ja, genau, das hab ich schon gesehen. Um die Arme zu vervollständigen, kommen jetzt noch Plattenteile für die Schultern dran. Bei mir handelt es sich um sehr kleine Schulterteile. Bei vielen gotischen Rüstungen sieht man äußerst große Schulterteile, die die Schultern sowie auch teilweise die Achseln decken. Bei kleinen Schultern, die ich jetzt habe, kann man noch zusätzlich die Achsel mit einer sogenannten Schwebescheibe decken. Jetzt ist es an der Zeit für die sekundäre Bewaffnung. In meinem Fall nehme ich jetzt hier ein langes Messer, was aber in der Regel auch ein gewöhnliches Schwert sein kann. Als zusätzliche Trittbewaffnung habe ich hier den Rondeldolch. Dieser Scheibendolch wird in der Regel im Nahkampf benutzt, wenn ich zum Beispiel meinen Gegner zu Boden ringe und die letzten Schwachstellen angreife. Mit äußerst viel Druck oder vielleicht sogar Hieben auf den Knauf habe ich die Möglichkeit, mit dem Scheibendolch durch den Ringpanzer durchzustechen. Als nächstes ziehe ich hier eine Polsterhaube auf. Für gewöhnlich hatten Helme in der damaligen Zeit das Polster schon im Helm integriert. Das Rüstteil, das den Hals und die untere Hälfte des Gesichtes schützt, nennt man Halsberge oder auch Bart. Diese wurde zu Anfangszeiten der gotischen Rüstung auf den Kyros gesetzt. An einigen Rüstungen ist auf dem Kyros eine Art Klippmechanismus vorhanden, an dem die Halsberge befestigt wird. Später hatte man die Halsberge auch gerne unter dem Kyros getragen. Die Halsberge ist tatsächlich ein sehr wichtiger Bestandteil des gotischen Harnisches. Es gibt Belege, dass viele damals ohne Halsberge in die Schlacht gezogen sind, weil diese sehr unbequem und unpraktisch ist. Jedoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man durch einen Kehlkopfschnitt oder einen direkten Stich in den Hals stirbt, ziemlich hoch. Um den Schutz für den Kopf und das Gesicht zu vervollständigen, kommt nun der Helm. Hierbei handelt es sich um eine deutsche Schaller. Dieser Helm hat einen sehr schmalen Sehschlitz, der guten Schutz bietet, das Sichtfeld jedoch sehr einschränkt. Dafür hat er aber ein Visier, das bei Bedarf geöffnet werden kann, um besser zu sehen. Des Weiteren zeichnet sich die deutsche Schaller durch eine Art Schwanz aus, der hinten den Nacken schützt. Der Helm bietet für die damalige Zeit äußerst guten Schutz. Jedoch ist die Sicht sehr arg eingeschränkt und auch das Atmen ist in diesem Helm sehr schwierig. Als letztes Rüstteil ziehe ich die Plattenhandschuhe an. Diese Handschuhe sind im gotischen Stil ebenso mit Linien verziert und bieten Schutz für den ganzen Unterarm. Interessanterweise wurden diese Handschuhe in den früheren Jahren mit einzelnen Fingern hergestellt. Später wurden diese Handschuhe dann mit Fäustlingen ersetzt, bei denen dann eine ganze Platte die Finger schützte. Nachdem ich dann die vollständige Rüstung angezogen habe und bereit bin in die Schlacht zu ziehen, nehme ich meine Primärwaffe. Diese war in der Regel für einen Ritter in dieser Zeit der Fußstreithammer oder die Mordaxt. Beides waren Waffen, die sogar gegen gerüstete Kämpfer sehr effektiv waren. Ein Auftreffen mit dem Axtblatt oder dem Hammerkopf sorgt für enormen Schaden, jedoch können diese die Rüstung nicht durchdringen. Die vordere Spitze kann dazu eingesetzt werden, mit enormer Kraft durch den Ringpanzer zu stechen oder den Gegner damit zu kontrollieren. Durch die ganzen Haken und dem Stab kann ich mit Wurftechniken meinen Gegner auf den Boden bringen und da den Kampf zu Ende bringen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und vielleicht konntet ihr genau wie ich Gefallen an der gotischen Rüstung finden. Welche Rüstung des Mittelalters haltet ihr für die beste? Schreibt es mir doch sehr gerne in die Kommentare.